Ja, moin, meine Kampfkumpelzwerge und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal. Wir spielen heute Sherlock Holmes Chapter 1, ein Spiel, worauf ich mich schon seit längerer Zeit, ja, die Musik hat mich gerade durcheinander gebracht, seit längerer Zeit drauf freue und was es seit dem 16.11. auf Steam erhältlich ist. Und jetzt können wir das spielen und ich freue mich tierisch drauf. Ich glaube, ich brauche zu diesem Spiel nicht viel sagen. Ich glaube, jeder weiß, wer Sherlock Holmes ist und was dieser junge Mann denn alles macht als Detective. Und ja, wir hatten damals vor längerer Zeit ein Spiel von der Reihe gespielt, Devil's Daughter oder so. Und das hat mir auch damals sehr viel Spaß gemacht und deswegen freue ich mich, dass wir endlich ein neues Spiel von Sherlock Holmes haben. Und ich würde sagen, ich quatsch nicht länger drum herum und starte ein neues Spiel. Ja, die Musik ist ein bisschen laut, ne? Dabei habe ich schon so ein bisschen eingestellt, dass die doch nicht so laut sein soll. Gut, ich würde sagen, ich starte die Spiele und wünsche euch und mir natürlich viel Spaß bei diesem kleinen, schnuckligen Spiel. Ginger. That's what you need. A mouthful of the good stuff and you'll see the back of any seasickness. Thank you for your support, John. Don't suppose you actually brought any ginger? No, I don't get seasick. Terrific. Don't worry, Sherry. We've almost arrived at Cordona. I can see land through the porthole. So much for docking by tea time. The captain seemed more interested in his maids than in his maps. Oh, is Sherlock grumpy? Cheer up. We're back where we grew up. It's exciting. What's changed? What's the same? Ugh. I'm starting to question whether the weeks-long journey was worth it. Travelling all this way, enduring this indignity simply to visit a grave. Even if it is my mother's. Ah, that's just Mycroft's nonsense, still rattling around in your head. Try to forget what he said. I have. I believe it was that this is a performative farce, a feeble excuse to avoid responsibilities, and that there was nothing to be gained from it. You needed to do this. Enough of the self-pity and doubt. So we're a little late. What of it? We'll retire to the hotel and visit her in the morning. It'll be worth it. Thank you, John. And if you want to notify the captain's wife of his indiscretions, I will not stand in your way. Oh, at last. I'm quite ready to get off this cursed boat. Come on. We'll go together. Ja, together! Nein, nicht so? Okay, guck mal, der Zeppelin, der bleibt wirklich nur in der Luft stehen.
Ich hoffe, ich bekomme das Spiel hin. Also nach meinen Zimmerfragen. Gut. Werden wir machen. Hey, Sherry, come on, catch up. Yes, yes. Was, Sherry? Sherry, Lady. Kleinen Augenblick. Nein. Werde ich einfach mal machen. Vielleicht kommt dann eine gewisse Musik nicht rein, wo ich dann Probleme bekomme. Ich spiele eh über Tastatur und Maus. Ja, nein. Gut. Wartet mal. Hier nochmal rein. Gut. Ich glaube, das ist alles soweit in Ordnung. Musik ist auch soweit in Ordnung. Was habe ich denn bitte an? Ich komme hier so... Ah, egal. Hi. Okay. Gib uns ein Zeichen. Sherlock, don't get lost in this huge garden. Follow the sound of my voice. Ich bin doch gar nicht im Garten. Rennen können wir auch. Vielleicht hätte ich das mit Controller spielen sollen. Hallo. Gibst du mir eine ab? Nö, war ja klar, Egoist. Hier können wir auch nichts machen. Kann sein, dass ich noch die Maus umstellen muss. Wartet mal, das kommt immer. Dann, wenn man das gerade spielt. So, sehr schön. Welcome to Il Palazzo de Lusso, sir. Hi. If you need something, sir, please inquire at reception. Ja, Mann, da... Oh. Welcome to Il Palazzo di Lusso, sir. We just need your signature. Na klar, du bekommst eine ganz große Would you Unterschrift. kindly sign these papers, sir? There you are. Ah, Mr. Holmes. Yes, we have room 221 prepared for you. I see it was reserved for 2 people. Would you like a second key? Oh, no, I think we'll stick together. Very good. Rooms are upstairs, sir. Welcome to Cordona. Hurry up, Sherlock. I want to see our room. Also, es ist nicht so, wie du denkst. Also, wir sind nur gute Kumpel. Okay, tschüss. Hurry up, Sherlock. I want to see our room. I hope there's a balcony with a view. Sehr gut. Mit euch kann man nicht kommunizieren. Der lässt es sich gut gehen. Hey, du siehst so ein bisschen aus wie... Would you like a drink, sir? Ja, dann biete mir doch was an. Frag doch nicht so doof, biete an. Sieht so... Oh, aus irgendeinem Film. Erinnert er mich. Was ist denn das für ein Symbol da oben? War das schließlich gerade schon die ganze Zeit? Hallo? Och, du bist ja klein und süß. Ah, nee, du bist genauso groß wie ich. Was ist denn hier los? Wurde hier irgendwas... Reisebus? Ausgekippt? Lass mich raten, ich muss hier lang. Ja, ich glaube, ich werde nirgendwo anders reinkommen, außer in unser Zimmer. Hä? Ich dachte gerade. Oh. Ja, was haben wir denn hier? Was zum Lesen? Immer den... Bap, 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 bap. Erinnert mich so ein bisschen an die Sims, ne? Kommunikationsgespräche gleich 0.
ich muss hier oben bleiben. Mensch, Holmes, du bist doch, gerissenes Kerlchen. Ja, okay, die Person, die dich gerade spielt, eher weniger. Hi, ich suche mein Zimmer. Oh, das sieht doch schon besser aus. I apologize, sir, but your room is not yet ready. Really? Perhaps, in the meantime, you would like to relax in the foyer? Tonight, the restaurant is offering a complimentary marlin ceviche to all our guests. Let's Nice, check what they have on Speerfisch. offer. Was machst denn du hier? Let's check what they have on offer. Ja, bleib stehen. Ich gehe für dich. Ich gehe für dich. Gut. Dann werden wir meinen Speerfisch futtern. Da steht es auch schon. Guck mal, 2 Portionen. Als ob er das gewusst hätte. Hey, Sherry. Just our luck. Hey, Sherry. Just our luck. A medium, John. Haven't we been through this already? Come on, it's not like we've got anything better to do. Excuse me, sir, but I believe Mr. Galich is conducting a séance at the moment. Perhaps you'd care to have your portrait drawn while you wait? Why? Pardon me? Why should I sit for a portrait? Sir, it's art. It doesn't need a why. It's It is its own art. justification. All things require justification, be they objects, systems, or beliefs. How about art is the lens through which we see the truth of the world? That's backward. Truth is not subjective and not complicated. It's just the truth. It either is or it isn't. You do not need a lens to see it, just an open mind. Ha! That seems rather close-minded. Truth, like beauty, is in the eye of the beholder. So tell me, what do you see? Hässlich. Mediocrity. Okay, mittelmäßig. Come now, Sherry. What did he do to deserve that? The servant mentioned ceviche at the bar, Sherry. You should grab us some, and I'll find us a table. I'm starving. Warum muss ich das machen? Ich bin ein kluger Kopf. Ich muss mich hinsetzen und denken. If seafood's not to your taste, everyone loves Benedict's batch. Our poached eggs with hollandaise sauce. Oh. Okay, time to check if John found us a nice table for the evening. Ist er das nicht? Sherry, I'm over here with my new Ursine companion. Cordona's even quieter than I remembered. It's going to be a long evening. Ah, come now, Sherry. What say we amuse ourselves with a little game? Oh Gott, bitte kein Schach oder so. What were you thinking? Oh, promise me it isn't nonsense. After being cooped up on that boat, I am itching for activity. No. As you can see, someone left a cane on our table. I simply thought you could identify its owner. Ah, so it is nonsense. It'll take me a minute, John, at most. Well then, you can deliver it to him as well. Gut, das ist jetzt ein Tutorial. Deliver it to him. Then what are the staff here for? Aesthetics? Stubborn, Sherry, too stubborn. You wanted something to do. Slapping oneself in the face is also something to do. That doesn't make it worthwhile. But all right, let me take a look. The cane is made of ebony, it's worn uncared for, and bears the scars of numerous hits. A crest depicting a bulb of garlic in a meadow, perhaps the Fielding family or Meadows, or Craven, from the Old English name meaning garlic place. Wo Knoblauch wächst.
Gut, da können wir nichts machen. The hand grip is a head of a golden Javanese statue, probably stolen from a temple. The dents suggest it has been used as a bludgeon. This cane is an expensive and ostentatious weapon. Its owner must be vain, volatile, and of noble English blood. Take it with you, Sherry. Let's return it to its owner. Ja, nimm du doch den. Right. I hope you noted down your observations in your casebook. But how are you going to Das find this Facebook? nobleman? The cane itself is not enough. I may have to ask other guests if they saw who was here. Sherlock kann Passanten zu Hinweisen befragen. Öffne mit C die Fallmappe. Hefte mit X einen relevanten Hinweis. Okay, das geht so ungefähr in die Richtung hin. Ach du Titte. Ja. Okay. Na, das wird kompliziert. Konzentration, ja. Fußspuren, reden mit Person. Na, du Scheiß, John. Gut. Im Hotel gelassener Brief, das haben wir gerade gelesen. Notiz, das ist sehr schön. Das wird kompliziert. Hab ich doch. Frag ich mal den. Pardon, Monsieur, but I am not in the mood to talk. Echt nicht? Kann mal bitte das Ding weggehen? Help me, please. Of course. Stop me when you've had enough. Bei uns saß 3 Personen an unserem Tisch, ein Pärchen und ein ehemaliger Gäste wissen nicht, wohin das Pärchen gegangen ist, aber der Marineoffizier hat sich wohl in Vordergarten. Well, even with your keen senses, Sherry, I doubt you'll find the cane's owner on your first try. And would you be confident enough to bet on it, my friend? Why not? Let's see how good you really are. Drücke Q, um in den Konzentrationsmodus. Ich muss diesen. Gesundheit, über dein Seat. Oh. Okay. Wette mit John. Ja, ich werde jetzt zu dem Marineoffizier gehen. Du Depp. Help me, please. I'm so sorry. I can't help you, sir. Gut, wir gehen erstmal raus, um den Marineoffizier zu finden. Wird wahrscheinlich der sein, der gerade eine Runde qualmt draußen.
Ingenieur. Ich müsste den Offizier... Schottischer Anwalt. Auf den rechten Ohr taub. In den Vordergarten. Bin ich hier nicht im Vordergarten? May I ask for your assistance? My dear fellow, you're talking to the right man. Oh, der ehemalige Marineoffizier Mr. Rhodes war mit dem adligen Pärchen an unserem Tisch gesessen. Die beiden Männer hatten sich unterhalten, während die Frau mit dem Gehstock herumgespielt hatte. Mediums, ja. Was übrig, als in die Seance reinzugehen. Ich muss aufpassen. Hey, Sherry, don't we now have the perfect excuse to visit the seance? I'm just going to give the cane to its owner. You will not persuade me to take part in this show. Ha! Ha! Ausgelacht. So, dann wollen wir mal zur Seance, ne? Ich muss aufpassen, meine Maus geht nämlich bei manchen Dingern rüber in den zweiten Bildschirm. Nicht, dass ich OBS dann ausmache. Ah, du bist das. Willst du was sagen? Come on, if you hurry, perhaps we'll see the ghost. Trottel. This hotel, this island, it's full of thieves. First my cane, now the diamond. Take your hands off me! Was zum Henker? Do you even know who I am? Hey, boy! That's my cane! I get that a lot. It's a very common design. What? No, that's a custom-made. A joke. A joke. It was left at my table in the restaurant. I thought it deserved to be returned. Well, I'll be... It is rare to encounter a straight-fingered true penny these days. What a gentleman. But I must ask, how did you know I was the rightful owner? Ich bin... Ach, vergiss es. Unreine Haut, mein Guter. Geschwollene, gerötete Haut. OPen. Reich, moderne, bla. Und bewusst, ja. Oh. Kriegt kein Ehering. Und hat sich geboxt. Und schlug vor kurzem jemanden. Ja, da steht da hinten mit einer gebrochenen Nase und blutet ganz schön. Trägt kein Ehering. Ausgehend von Wappen auf den Siegel und auf den Gehstock kann ich mit großer Sicherheit sagen, dass dieser Mann ein Englischer seine Krankheit gelangweilter Dings. Ja. Es ist verwirrend. Und dann hat er einige alkoholische Getränke zu sich genommen. Ja, dadurch würde er krank sein. Simple deduction. Your cane told me everything. I was after a British noble who takes boxing lessons but suffers from some liver issues. And if one were to go further, one may even be able to extrapolate your name from your heraldic symbol, Lord Craven.
Well, you're half correct. I am indeed Lord Andrew Craven. Your other guesses were wrong. But you still have the edge over that blasted medium. Was? Well, you found my cane. Perhaps you can locate my diamond, too. Yes, you should do it. It will be child's play for you, Mr. Holmes. And if a child can do it, then I'm sure the local police can suffice. The police? Why bother? I know this harlequin stole it. The only question is, where is it hidden? Fine. Give me my stick and I'll resolve the matter myself. This thief almost confessed after a single punch. I suspect a beating may result in answers of questionable veracity. Fine. I shall spare you and he the trouble if you first answer me this. How does a priceless diamond become the subject of a séance? It is an unusual accoutrement. Emma wished to speak with its former owners. My grandfather told us it belonged to a Rajah, an Indian king. So you were summoning long-dead Indian royalty and, pray tell, you were expecting him to converse in English? To be frank, Mr. Holmes, I don't believe in ghosts. But Emma was fascinated by the idea of meeting a real king, even a dead one. Well, a crown is a crown. Can you describe the stone itself? A yellow diamond, not less than 100 carats, and perfectly egg-shaped. There is not another like it. Okay. You insist the medium robbed you during the séance. But what occurred exactly? It was a dirty trick. We were sitting here in the dark, chanting and holding hands, as expected. Then something began to appear from the medium, like a cloud or a bubble. The swindler called it ectoplasm. Ah, yes. Common in the spiritualist trade, and quite the spectacle. Indeed, perhaps too much. My beloved Emma screamed in horror, and I stood to defend her, attacking that cursed ghost. How brave. But my hand hit nothing. The medium jumped away from me, and Emma fainted. I lit the candle, and the diamond was gone. Stay here, and don't touch anything. I'm going to investigate further. Don't fret, I'll be keeping a close eye on this thief. Drücke Z, um interaktiv Elemente der Spielwelt. Ach du meine Güte. Find the stone, Mr. Holmes, and quickly. Na, das kann ja was werden. The diamond was placed on the table so that all participants could reach it. Okay. Was haben wir hier? Half a glass of Balblair Scotch and the remains of a Paul Aranaga cigar. What else does a gentleman need? This must be the ectoplasm. Too bad there's not enough for a proper chemical analysis. Ectoplasm. The ghost was here, Sherry. Nenn mich nicht Sherry, ey. Sherry, Sherry Lady. Oh Gott. Was willst du sagen? Love the ambience. Nice and creepy. Dazu sagt er nichts, ist aber hier. Muss mich erstmal mit den ganzen Knöpfen irgendwie. Thank you for helping us resolve the situation, sir. This hefty chair has nearly broken after hitting the wall. Could one man even lift it? At Cambridge, I was captain of the rugby team. It was no place for weaklings. Dazu sagt er nichts. Ja, Kumpel, blutet die Nase? Ist doof, ne? What happened here? I don't know. The ghost.
I summoned it as usual, but then it all went wrong. The lady screamed and pointed at Lord Craven. And there was a shadow. Such a mystical force. It terrified the lady. And it must have taken the diamond. Who else could have? Do you feel the presence of any supernatural entities at the moment? Are you joking, sir? My nose is broken, this maniac wants to kill me, and you're asking about the spirits? I suppose this can wait. Hätte ja sein können. I will investigate, and the culprit will be identified. But this stubborn brute Lord Craven blames me right now. As if I could do something like that. Perhaps you can reason with him? Please? Please. Ist wahrscheinlich irgendwo runtergefallen. Was this covered on purpose? Of course. It is very dangerous to leave a mirror exposed during a seance. The spirits may become enraged. Or someone may notice the trick they should not see. Pale skin, quickened pulse, unsteady breathing. She's barely conscious. The feebleness of women. Ey. Really, Sherry? Poor thing. Was haben wir denn hier? Quite a display for the tremulous visitor. How can you not love this stuff, Sherry? It adds so much atmosphere to the room. Hier, was haben wir denn hier? There are light traces of rouge on the edge of this wine glass. Wartet mal, wir haben hier soweit nichts, was wir... Gedankenspiel. Das gegenüber des Fensters. Entschuldigung. Aha, wartet mal. Das wäre von mir. Das gegenüber vom Fenster. Okay. Ich kann mich bewegen. Doch nicht. Ah. Da ist etwas. Sie hat auf jeden Fall hier irgendwas gesehen. Der alte Mann scheint die Lage nicht mal in den Griff. Bei ihnen stark wird der gute Honig weggenommen und ein... Ich glaube nicht, dass noch... Hat 4 Kinder, woher weiß ich das? Gedankenspiel kann ich wieder machen. Erwartungsgemäß habe ich die Wette gewonnen.
Oh. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Lasst mich noch mal kurz gucken. Gut. Graham deutet zum Fenster. Ich bin mir sicher, dass sie während der Seance jemanden im... Okay, das war schon mal richtig. Das ähnelt so ein bisschen wie dem anderen Spiel. Hi, Mister. Mit ihm kann ich anscheinend nicht reden. Er befindet sich also irgendwo hier. Such a shame that Inspector Placido vanished. I'd feel much safer with him handling this. Warte mal, vielleicht ist er nach oben gegangen. Ich sag nach oben und geh raus. Hier kann ich nichts machen, aber guck mal, da oben ist ein Fragezeichen. Hier kann ich nichts machen. Vielleicht ist er nach oben gerannt. Der Dieb. Schwedische Köchin. Warte mal. Notizen. Um 12 Uhr. Vielleicht muss ich noch mal mit der Dame sprechen. Can I ask you a question? I can't help you with that, sir. Hätte er sein können. Schau mal an. Excuse me, just one question. I can't help you, friend. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? Neuer Eintrag in... Oh.
Ich hätte jetzt jeden Einzelnen gefragt, ganz ehrlich. Leichter Hitzschlag. Schade, ich dachte, das würde so funktionieren. Wartet mal. So. Oft auf einem Boot. Da müssen die grauen Gehirnzellen angestrengt werden. Are you able to help me? I usually have an answer for everything, but not for this. Hätte ja sein können, Ma'am. To my best student, may your music always resonate on the deepest strings of our souls. Master Anthony. So, gehen wir nochmal unten gucken. Edles, markantes Parfüm. Und mit Kaffee in Schwung. Hat Platzangst. Hat auch Angst vor Tieren. Hat Blasen an den Füßen. Ja, Moin. Gelangweilt. Ja, glaube ich. Was? Die Ecke kam, sah ich ihn, den... Doch, ich konnte Grabstein glücklicherweise... Hat einen Mops, woher weiß ich das alles? Tiere. Pale skin, quickened pulse, unsteady breathing. She's barely conscious. The feebleness of women. Find the stone, Mr. Holmes, and quickly. Ja. Ich glaube, ich muss das grüne Zeug suchen. Oh, I love the ambience. Nice and Ja, du liebst das Ambiente. Auf jeden Fall hier lang gelaufen. Schade, dass man nicht so den nach oben kommt. Eigentlich müssten die ja was gesehen haben.
Und hier ist ja soweit nichts. Zahnprobleme. Aber draußen war ja was. Hier ist irgendwas, was ich gucken kann. Vielleicht komme ich irgendwo in einen Raum rein. Hallo, tschüssi. Do you know anything about this? Sir, I don't know. Try asking someone else. Hm. Can you satisfy my curiosity? Excuse me? What? I'm not sure I know. Oh, I am bored. Call me when you find the answer. Ja, sorry. Ja. Mann, lass mich. Vielleicht muss ich was mit der Fallakte machen. Oh nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte schon die Seance haben. Ich werde es noch herausfinden. Ja, das erste Mal ist immer schwer, ne? Ups, falscher Knopf. Hör auf zu jammern, ich gehe nochmal zurück. Ich habe aber auch gar keinen Hinweis, ne? Hui, um die Ecke. Mir fehlt aber auch ein Hinweis noch, ne? Mir fehlt ein Hinweis, wenn ich hier drin bin. Ich glaube, ich bin viel zu schnell rausgerannt. Ein Hinweis fehlt mir noch. Nee, verlassen.
Thank you for helping us resolve the situation, sir. Ja, 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 After ja. colliding with the wall, this chair is all but in pieces. Kann ich mich ducken? Oh nein. I wonder what this mirror could have witnessed. Was könnte man von hier aus sehen? Läuft bei mir, ne? Entschuldigung. Der Stuhl wurde mit großer Wucht umgestoßen am Platz. Ich finde diesen einen Hinweis nicht, der hier irgendwo noch sein müsste. Und weiter höher komme ich nicht. Nee, komm, geh mal raus. Er wechselt aber auch immer nur zu einer Dings. Die alte kann ich eh nicht ansprechen. Eins fehlt mir noch. Wo bist du? Wo sehe ich dich nicht? Wo du eigentlich sein solltest? Und weiter höher komme ich ja nicht. Auf jeden Fall irgendwas. Ist da irgendwas Half a hier? glass of Oh. foul Blair Scotch and the remains of a Paul Aranaga cigar. Ja. What else does a Irgendwas an gentleman diesem Tisch muss noch sein. An den Stuhl kommen wir nicht. Ist das? Ach, was soll das sein? Schmetterling? Was? This brooch is old and cheap, but the moth design has its charms. Ah, seems like you're ready to delve into your mind palace, Sherry. I'm sure you'll make some good deductions. It seems there may have been an unexpected visitor outside the window. Ah, I hope it was the ghost of the Raja. Hä? Aber ich war doch ein paar Mal über der Jacke drüber. Muss ich jetzt nicht verstehen. Gedankenspiel, oder? Der muss jemanden draußen vor dem Fenster gesehen haben, da sie über den Tisch hinweg auf das Fenster zeigt. Ich bin mir sicher, dass sich während des Jungs jemand im Anhören befand, ein Zeuge oder ein... Das hatten wir ja schon. I didn't take the diamond, I swear. Thank you for helping us resolve the situation, sir.
Jemand war dem Dings. Hier waren wir ja schon. Ah, guck mal, endlich, es geht weiter. Aber ich hab doch die Brosche angeguckt. Oh, eine Frau. This looks recent. A shoe with a broken heel will surely leave scratches. All right, John. Do you think a ghost could leave this footprint? I'm reserving judgment. Use your keen eye to follow the trail. Wenn du eine Spur folgen willst, musst du... Wechseln, damit die Spur sichtbar... Ah! Endlich! Aber ich war doch über der Jacke. Die Brosche wurde mir nie angezeigt. Deswegen war ich auch so verwirrt. Size 4 with a broken heel. Size 4 with a broken heel. Hm. Absatz gefunden und damit sicher. Jetzt muss ich nach Dings gucken. Ah, da vorne. Close to more. All the maids in the hotel wear this exact shoe. So, definitely not the ghost of a Raja. Unless... No, what a shame. Our witness was a nosy maid. Searching the entire hotel could be difficult. Perhaps the other maids can help us find her. Na dann. Are you able to help me? You look like an honorable man. I have some information for you. Das Personal sagt, dass das Dienstmädchen Lucia von ihrem Vorgesetzten zurechtgewiesen worden war, weil sie im Dienst ihre eigenen Schuhe trug. Sie durfte... Endlich! Wegen so einer dämlichen Brosche. So lange rumgedackelt. Oben beim Gemälde. Witzig, hier sind einige Gemälde, aber keine Dienstmädchen. Da. Und die Schuhe sind auch anders. Finally, there you are. One would think a maid would be easy to find in this place. I'm sorry, sir. Do you need more towels? No, no. You are the maid who saw the ghost in the seance room, yes? How did you know? Simple. You changed shoes after breaking a heel while fleeing the scene. I'm sorry, sir, but if I may ask, who are you? A precious diamond was stolen during the seance. Lord Craven entrusted me with its recovery. I'm sorry, sir, but we are forbidden to discuss the private matters of our guests. Are you also forbidden from peeking into private rooms, Miss? Saletta. Lucia Saletta, sir. Tell me, Miss Saletta, what would your manager say if he knew you were spying on guests? Oh, please, sir, don't tell him. I have a family. I need this work. I won't, but only if you answer my questions truthfully. And don't play coy. I can tell. Describe what happened during the seance. A lady and two gentlemen were sitting at a table, touching their hands to something. The medium started to whisper and chant, and a ghost appeared. A ghost? You're confident?
It was unearthly, sir. It grew from the medium's chest. A glowing cloud or a bubble. I pressed closer against the window to see better. And the lady saw you? How did you... Yes. She screamed and pointed, so I hurried to escape, and I broke my heel. But I did see the ghost. A sickly, evil thing. And that's all you can tell me? Did you see any of what happened next? The medium, Mr. Galici, he was doing something with the ghost. He grabbed at it like he was trying to catch it. And then I ran. I suppose I should be grateful you endured these horrors for such a long time. All right, I have your account memorized. Good day. Oh, you scared the poor girl, Sherry. Did she really deserve that? We all got what we wanted. She talked. I stay silent. Oh, let's get back to the crime scene. I always love seeing you explain simple things to simpletons. Ich habe nichts gemacht. Na dann, wollen wir mal wieder nach unten, ne? Muss ich irgendwie Fallakte, Geist anheften? Also hat das Medium irgendwas damit zu tun, ne? Schalalala, ich gehe einfach mal hier rum. Erscheint da gerade ein Geist oder warum leuchtet das da? Lady Craven retired to her room to rest. Lord Craven remained here until the staff reported that the medium was locked in his room. Ach, jetzt setze ich mich auch noch mit genügend Hinweisen, kann Sherlock Ereignisse aus der Vergangenheit rekonstruieren. In der mit dem Wirbel, Symbole, in der... Durch. So. Ja, so müsste es gewesen sein. Sie sah es, er spuckte, er warf und alle waren glücklich. It all began when the lady screamed and pointed at the window. Lord Craven jumped up, ready to face anything, ghost or human. The medium shrank back in dismay. He was not expecting such a reaction and had to quickly hide the ghost. The lady was the only one left touching the diamond, at least until she fainted. Amazing. It's like you saw it with your own eyes, sir. Oh, I forgot that you were here. I guess I should discuss all of this with Lady Craven. The Cravens are upstairs in room 226. It is one of our finest suites. If the lady was touching a diamond, then she would have felt the ghost take it. What do you think it felt like, Sherry? A jellyfish? Mhm. 200 was? Pff. Hab's vergessen. 226, danke sehr. Hätte es sein können. 226. Gibt es hier irgendwo eine Zahl? Ah. Yep. 24. Vielleicht hier drüben.
Lady Craven is not who she seems. Remember her behavior in the hall? Lady Craven is not who... Lady Craven is not who she seems. Remember her behavior in the hall? Lady Craven? Welche Weise hat sich, machte ihren... Lady Craven is not who she seems. Remember her behavior in the hall? Lady Craven is not who she seems. Remember her behavior in the hall? Lady Craven is not who she seems. Remember her behavior in the hall? Hä? Lady Craven is... We've got to fall back, Sherlock. I think they're suspicious. Or they were checking you out. Lady Craven is... Aber was soll ich machen? Those are the sharp eyes of a man with a bright mind. Almost Oh like Gott, wo mine. kommst denn du jetzt her? Lady Craven is not... Aber ich weiß nicht, was ich machen soll, ne? Ah, soll ich das einfach nur schnell durchgehen? Lady Craven is... I was being very stealthy, Sherlock, and you threw it all away. Ja, machte Come ihrem on, pull Mann... yourself together. Das geht zu schnell, die Zeit, ne? Sorry, Sherlock. Lady Craven is not... Bin ich jetzt doof? Lady Craven is not who she seems. Remember her behavior in the hall? Ehemann betrunken angespannt. Ich muss jetzt nicht die Reihenfolge wissen, oder? Wahrscheinlich ist es so simpel und ich kapiere es gerade nicht. Lady Craven is... Preise angestiegen. Merkt euch das? Ich kapier's nicht. Warum bricht es denn sofort ab? Lady Craven is...
Hä? Ich hörte mit an, wie zwei Hotelbewohner, sie spekulieren darüber, dass die Ehefrau von Lord ist. Ihren Beobachten zufolge hatte sie am Abend versuchte Lord Graven betrunken zu machen. Sie hatte zudem bemerkt, dass die Lady nicht... Hä? Merkwürdig. Na klar, als Mann gehe ich einfach in ein Zimmer, wo eine Dame drin ist. You're here, at last. I didn't do that. I swear, I found her this way. Well, I did have some questions for her, but it seems I've arrived too late. Now it's a matter for the police. Mr. Holmes, you said it yourself. They're children. They'll only make things worse. You promised me you would investigate. Investigate a theft, not a murder. Fear not. I will tell them all I've uncovered. Please, help me. The police will surely accuse me of Emma's death. You are the only one who can find the truth. Fine, but only because it's slightly more interesting than the walls of my room. Tell me what happened. Look, after you left, I waited in the seance room until the servants locked up Mr. Galici, the medium. And was your mistress there too? Oh, so you know? I suppose I shouldn't be surprised. Regardless, the staff took Emma to her room. She was still feeling dizzy. So you didn't follow her. Interesting. Is Mr. Galici still being held? And where did the servants secure him? He's in room 225. But that pigeon-livered man at the reception desk refused to give me the key. Well, I will have to visit reception myself then. Perhaps he will listen to reason. Where did you go instead? To the bar. It had been almost an hour. I see. And how long did you stay? I partook of a well-earned whiskey or two before retiring upstairs. Ask anyone there. Now we arrive at the tragedy at hand. So what transpired after your detour to the bar? I headed up to my room to find Emma on the bed. I didn't pay her much attention at first. I was still preoccupied with that damned medium. But when I realized she was silent, I drew closer and discovered she was dead. What's more, the diamond lay right there beside her. Oh, well, that is splendid news. Splendid? The return of the diamond will be cold comfort if I live out my days in a jail cell. You must help me. Let me see what I can find. Barely an hour has passed and you already have yourself a murder mystery, Sherlock. Why am I not surprised? Ja, Leute. Das wird ja ein Spaß, aber das, glaube ich, werde ich in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen und bis dann. Ciao, ciao.